Jeden Morgen das gleiche Ritual. Warmes Wasser auf der Haut. Ein Gefühl von Sauberkeit und Frische. Doch kaum haben sie sich abgetrocknet, fängt es an. Die Haut spannt. Sie juckt. Fühlt sich an wie raues Papier. Die Creme hilft nur kurz. Kennen Sie das? Falls ja, dann gehören Sie zu den 78% aller Menschen über 65, die ihre Haut beim Duschen unbewusst schädigen. Das ergab eine aktuelle Untersuchung der Deutschen Gesellschaft für Dermatologie. 78%. Fast 4 von 5 Menschen. Und die meisten ahnen nichts davon. Nach dem 65. Lebensjahr verändert sich ihre Haut dramatisch. Bis zu 30% der natürlichen Feuchtigkeit gehen verloren. Die Schutzschicht wird dünner. Die Talgdrüsen arbeiten nur noch auf Sparflamme. Genau in diesem Zustand begehen viele Menschen täglich Fehler, die ihre Haut nicht einfach nur austrocknen. Sie zerstören sie regelrecht. Diese Fehler sind wie winzige Nadelstiche. Einzeln kaum spürbar. Aber zusammen verwandeln sie ihre Haut in eine rissige Landschaft. Sie öffnen Türen für Entzündungen. Sie beschleunigen die Alterung. Und das Schlimmste, diese Fehler wirken so normal, dass Sie sie vermutlich seit Jahrzehnten machen. Bevor ich Ihnen diese 9 gefährlichen Fehler zeige, abonnieren Sie bitte Senior Gesund TV. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft von über 200.000 Menschen, die gemeinsam lernen, gesünder zu leben. Drücken Sie auf Abonnieren und aktivieren Sie die Glocke. Was Sie gleich erfahren, wird Ihre Morgenroutine für immer verändern. Denken Sie an Ihre letzte Dusche. War das Wasser heiß? Haben Sie kräftig gerubbelt? Länger als 10 Minuten geduscht? Selbst wenn Sie nur eine Frage mit Ja beantwortet haben, schädigen Sie Ihre Haut bereits. Aber keine Sorge. Für jeden Fehler gibt es eine einfache Lösung. Fehler Nummer 1, die Temperatur. Das herrlich heiße Wasser. Es fühlt sich so gut an auf verspannten Muskeln. Wie eine warme Umarmung. Doch genau hier beginnt das Problem. Was sich nach Wellness anfühlt, ist ein Angriff auf Ihre Hautbarriere. Stellen Sie sich Ihre Haut wie eine schützende Mauer vor. Die oberste Schicht besteht aus Fetten, die zwischen den Hautzellen sitzen wie Mörtel zwischen Ziegeln. Sie halten Feuchtigkeit drinnen und Schadstoffe draußen. Doch heißes Wasser, das schmilzt diese Schutzschicht wie Butter in der Pfanne. Eine Studie der Universität Heidelberg zeigte, Wasser über 40 Grad Celsius reduziert die Hautfette um bis zu 60%. Bei älteren Menschen, deren Fettproduktion bereits halbiert ist, wirkt das verheerend. Nach nur einer heißen Dusche braucht Ihre Haut 14 Stunden zur Erholung. Aber die meisten duschen am nächsten Morgen wieder heiß. Die Haut hat keine Chance. Das heimtückische, heißes Wasser regt die Durchblutung an. Ihre Haut wird rosig und fühlt sich lebendig an. Doch das täuscht. Die Blutgefäße weiten sich so stark, dass Feuchtigkeit noch schneller verdunstet. Die Haut trocknet von innen aus. Die Lösung ist simpel, die 37-Grad-Regel. Nicht wärmer als Ihre Körpertemperatur. Ja, anfangs fühlt es sich lauwarm an. Vielleicht sogar kühl. Aber nach einer Woche spüren Sie den Unterschied. Weniger Spannung. Weniger Juckreiz. Mehr Geschmeidigkeit. Hier ein Trick, testen Sie die Temperatur mit dem Handgelenk statt mit der Hand. Das Handgelenk ist empfindlicher. Wenn es sich angenehm warm anfühlt, aber nicht heiß, haben Sie die perfekte Temperatur gefunden. Wichtig zu wissen, viele ältere Menschen erhöhen die Temperatur, weil ihre Wahrnehmung nachlässt. Die Nervenenden werden weniger empfindlich. Was sich lauwarm anfühlt, kann bereits 42 Grad heiß sein. Ein Duschthermometer ist keine Spielerei. Für unter 10 € schützen Sie Ihre Haut vor jahrelanger Schädigung. Fehler Nummer 2, die tägliche Dusche. Ja, Sie haben richtig gehört. Diese fest verankerte Gewohnheit könnte Ihre Haut ruinieren. Besonders nach 65 Jahren. Lassen Sie mich von Helga erzählen. 69 Jahre alt. Ihr ganzes Leben duschte sie jeden Morgen. Es war ihr Ritual. Bis ihre Haut anfing zu reißen. Kleine Risse an den Schienbeinen. Schuppige Stellen an den Armen. Unerträglicher Juckreiz nachts. 3 Hautärzte. Unzählige Cremes. Nichts half. Bis ein junger Dermatologe fragte, wie oft duschen Sie? Die Antwort war der Schlüssel. Ihre Haut beherbergt Billionen Mikroorganismen. Winzige Helfer, die natürliche Feuchtigkeit produzieren und schädliche Bakterien bekämpfen. Doch jede Dusche spült sie weg. Als würden sie täglich ihre körpereigene Schutzarmee entlassen. Eine Langzeitstudie der Charité Berlin mit 500 älteren Menschen brachte Erschreckendes zutage. Teilnehmer, die täglich duschten, hatten ein 70% höheres Risiko für chronische Hauterkrankungen. Ihre Hautbarriere war messbar dünner. Die Feuchtigkeit lag 40% unter dem Normalwert.
Die wissenschaftlich fundierte Lösung, der 2 bis 3 Tage Rhythmus. Duschen Sie nur jeden 2. oder 3. Tag vollständig. An den anderen Tagen waschen Sie nur kritische Bereiche mit einem feuchten Waschlappen. Achseln, Intimbereich, Füße. Der Rest braucht keine tägliche Reinigung. Ich weiß, was Sie denken, aber ich schwitze doch. Ich fühle mich schmutzig. Das ist psychologisch, nicht physisch. Nach 2 Wochen Umstellung merken Sie, Ihre Haut fettet weniger. Sie riecht weniger. Sie reguliert sich selbst besser. Der Kompromiss: duschen Sie täglich, aber nur mit Wasser. Keine Seife. Kein Duschgel. Nur lauwarmes Wasser für maximal 3 Minuten. Verwenden Sie Reinigungsmittel nur jeden 2. Tag. Fehler Nummer 3: die falsche Seife. Normale Seife ist für Ihre alternde Haut wie Gift. Ihre Haut hat einen natürlichen pH-Wert von etwa 5. Leicht sauer. Diese Säure hält schädliche Bakterien fern. Sie ist Ihre unsichtbare Rüstung. Doch normale Seife hat einen pH-Wert von 9 bis 10. Hochalkalisch. Jedes Mal führen Sie einen chemischen Krieg gegen Ihre eigene Haut. Eine Studie der Universitätsklinik München untersuchte 200 ältere Menschen über 6 Monate. Die Hälfte verwendete normale Seife, die andere pH-neutrale Mittel. Das Ergebnis war schockierend. Die Seifengruppe hatte 3-mal mehr Hautinfektionen und doppelt so viele Ekzeme. 3 Teilnehmer entwickelten chronische Wunden. Das Problem: aggressive Entfettung. Normale Seife wirkt wie Lösungsmittel. Sie entfernt nicht nur Schmutz, sondern auch schützende Fette. Als würden Sie Ihre Haut mit Spülmittel waschen. Die Lösung: vergessen Sie normale Seife. Verwenden Sie rückfettende Waschstücke oder seifenfreie Syndates. Das sind synthetische Reinigungssubstanzen mit hautfeindlichem pH-Wert. Achten Sie auf Begriffe wie pH hautneutral oder pH 5,5. Meiden Sie alles mit Sulfaten, besonders Sodiumlaurylsulfate. Diese Chemikalie ist so aggressiv, dass Labore sie nutzen, um absichtlich Hautreizungen zu erzeugen. Und sie steckt in fast jedem Duschgel. Fehler Nummer 4: das Handtuch. Das kräftige Abrubbeln fühlt sich belebend an. Doch für Ihre Haut nach 65 ist es ein brutaler Angriff. Mit 30 oder 40 Jahren macht kräftiges Rubbeln die Haut rosig. Nach 65? Ihre Haut ist nur noch halb so dick. Die Elastizität hat um 60% nachgelassen. Dr. Müller von der Hautklinik Stuttgart formuliert es treffend: die Haut eines 70-Jährigen mit rauem Handtuch abzurubbeln ist wie Schleifpapier über Seide zu ziehen. Sie erzeugen winzige Risse. Jeder Riss ist eine offene Tür für Bakterien. Eine Untersuchung an 150 Pflegeheimbewohnern zeigte, wer täglich kräftig rubbelte, hatte 5-mal häufiger Hautinfektionen. Die Wundheilung war um 40% verlangsamt. Das Problem verschärft sich mit unsauberen Handtüchern. Nach 3 Tagen leben darauf mehr Bakterien als auf einer Toilettenbrille. In feuchter Badezimmerwärme vermehren sie sich explosionsartig. Die Lösung heißt tupfen, nicht rubbeln. Legen Sie das Handtuch sanft auf die Haut. Drücken Sie leicht. Lassen Sie den Stoff die Feuchtigkeit aufsaugen. Keine Reibung. Kein Ziehen. Verwenden Sie weiche Handtücher aus Mikrofaser oder Bambus. Wechseln Sie alle 2 Tage. Bei Hautproblemen täglich. Waschen Sie bei mindestens 60 Grad. Ein Geheimtipp aus Japan: lassen Sie Ihre Haut teilweise lufttrocknen. Tupfen Sie nur Hautfalten ab. Der Rest trocknet an der Luft. Fehler Nummer 5: alkoholhaltiges Aftershave. Für die Männer unter Ihnen: Aftershave mit Alkohol hat oft 60 bis 90% Alkoholgehalt. Mehr als manche Desinfektionsmittel. Sie kippen sich reinen Alkohol ins frisch rasierte Gesicht. Das Brennen: das sind Ihre Hautzellen, die sterben. Professor Klein von der Berliner Charité untersuchte 80 Männer über 65, die täglich alkoholhaltiges Aftershave benutzten. Bei 65% fand er chronische Entzündungen. Die Haut war pergamentartig dünn, voller roter Äderchen und alterte nachweislich schneller. Der Alkohol zerstört die Hautbarriere und tötet gute Bakterien ab. Gleichzeitig trocknet er die Haut so stark aus, dass sie gegensteuert und mehr Talg produziert. Das führt zu verstopften Poren und Entzündungen. Die Alternative: verwenden Sie alkoholfreien Aftershave Balsam oder reines Aloe Vera Gel. Es beruhigt, heilt und spendet Feuchtigkeit. Ein Barbiertrick: spülen Sie Ihr Gesicht nach der Rasur erst mit lauwarmem, dann mit kaltem Wasser. Das schließt die Poren natürlich. Tupfen Sie sanft trocken und tragen Sie beruhigende Creme auf. Fehler Nummer 6 und 7: Haarwäsche und Duschzeit. Diese beiden Fehler hängen zusammen. Ihre Kopfhaut ist nach 65 nicht mehr dieselbe.
Die Talgproduktion hat sich halbiert. Die Haare sind dünner. Und was machen die meisten? Täglich mit aggressivem Shampoo waschen. Eine Studie der Universität Hamburg untersuchte 300 ältere Menschen mit Haarproblemen. Wer täglich die Haare wusch, hatte 3-mal häufiger Kopfjucken, doppelt so viel Haarausfall und messbar gereizte Kopfhaut. Die Lösung: Waschen Sie Ihre Haare maximal 2-mal pro Woche. Verwenden Sie mildes, sulfatfreies Shampoo. Eine erbsengroße Menge reicht. Verdünnen Sie es mit Wasser in der Hand, bevor Sie es auftragen. Zum 7. Fehler: die Duschzeit. Viele stehen 15, 20, sogar 30 Minuten unter der Dusche. Aber jede Minute über 10 ist ein Angriff auf Ihre Haut. Wasser allein, selbst ohne Seife, wäscht natürliche Öle aus. Nach 10 Minuten ist der Schaden messbar. Dr. Lehmann aus Köln vergleicht es mit einem Schwamm. Die Haut saugt sich voll Wasser, quillt auf, die Zellverbindungen lockern sich. Sobald sie aussteigen, verdunstet dieses Wasser und nimmt körpereigene Feuchtigkeit mit. Die magische Grenze liegt bei 5 bis 7 Minuten. Stellen Sie einen Timer. 1. Minute: körpernass machen. 2. Minute: einseifen. 3. und 4. Minute: abspülen. 5. Minute: Haare, falls nötig. Das reicht völlig. Fehler Nummer 8: der Temperaturschock. Viele beginnen mit heißem Wasser und drehen dann auf kalt, weil sie gehört haben, das sei gesund. Für einen 30-Jährigen mag das belebend sein. Für sie könnte es lebensgefährlich werden. Ihr Kreislauf ist nicht mehr der schnellste. Die Blutgefäße haben an Elastizität verloren. Bei plötzlichem Wechsel von heiß auf kalt ziehen sich ihre Gefäße schlagartig zusammen. Der Blutdruck schießt hoch. Das Herz muss gegen enormen Widerstand pumpen. Professor Wagner vom Deutschen Herzzentrum warnt, bei Menschen über 65 steigt das Risiko für Herzrhythmusstörungen beim Temperaturwechsel um das Vielfache. Jedes Jahr erleiden Hunderte einen Herzinfarkt oder Schlaganfall in der Dusche. Aber es geht nicht nur ums Herz. Der plötzliche Wechsel kann Schwindel auslösen. Ein Moment Benommenheit. Sie greifen ins Leere. Und dann der Sturz. Eine Studie aus München dokumentierte 500 Duschunfälle. In 70% der Fälle war ein Temperaturschock der Auslöser. Die Lösung ist Gradualität. Beginnen Sie lauwarm und bleiben Sie dabei. Wenn Sie die Temperatur ändern müssen, tun Sie es langsam. 1 Grad pro 10 Sekunden. Nicht mehr. Noch wichtiger, der Ausstieg. Drehen Sie das Wasser langsam kühler, bevor Sie es abstellen. Öffnen Sie die Duschkabine einen Spalt. Lassen Sie die Temperatur angleichen. Installieren Sie Haltegriffe. Ein Duschhocker kann Leben retten. Wenn Ihnen schwindelig wird, setzen Sie sich sofort. Fehler Nummer 9: die Pflegeverweigerung. Der schlimmste Fehler von allen. Sie steigen aus der Dusche, trocknen sich ab und denken, Sie sind fertig. Falsch. Die 3 Minuten nach dem Duschen entscheiden über Gesundheit oder Zerstörung Ihrer Haut. Nach dem Duschen ist Ihre Haut feucht und warm. Die Poren sind geöffnet. Die oberste Schicht ist aufgequollen wie ein Schwamm. In diesem Zustand kann Ihre Haut Pflegestoffe aufnehmen wie nie sonst. Das goldene Zeitfenster. Aber es dauert nur 3 Minuten. Dr. Schmidt von der Universitätsklinik Freiburg hat es gemessen. Nach 3 Minuten sinkt die Aufnahmefähigkeit um 50%. Nach 10 Minuten ist sie bei 0. Wenn Sie dann erst cremen, bleibt es oberflächlich. Aber es kommt schlimmer. Ohne sofortige Pflege verdunstet nicht nur das Duschwasser. Es reißt körpereigene Feuchtigkeit mit sich. Ihre Haut wird trockener als vor den Duschen. Senioren, die keine Pflege nach dem Duschen verwendeten, hatten nach 6 Monaten 80% mehr Hautprobleme. Ekzeme, Risse, Infektionen. Ihre Haut alterte messbar schneller. Die Lösung ist einfach: noch in der Duschkabine, auf die feuchte Haut, tragen Sie Öl auf. Mandelöl, Arganöl oder spezielles Hautöl für ältere Menschen. 3 Tropfen reichen für den ganzen Körper. Verteilen Sie es mit sanften Streichbewegungen von unten nach oben zum Herzen hin. Für das Gesicht verwenden Sie reichhaltige Gesichtscreme. Für sehr trockene Stellen wie Ellenbogen oder Schienbeine eine Extraportion. Vergessen Sie die Füße nicht. Diese 3 Minuten sind keine verlorene Zeit. Sie sind eine Investition in Ihre Hautgesundheit. Der perfekte Ablauf. Lassen Sie mich Ihnen den optimalen Duschablauf zeigen. 1. Stellen Sie das Wasser auf 37 Grad. 2. Steigen Sie ein und befeuchten Sie Ihren Körper 1 Minute lang. 3. Verwenden Sie pH-neutrale Seife nur an kritischen Stellen. Achseln, Intimbereich, Füße. 4. Falls Haar stark ist, eine erbsengroße Menge mildes Shampoo. Sanft massieren.
5. Nach maximal 7 Minuten drehen Sie das Wasser langsam kühler. 6. Steigen Sie vorsichtig aus. Halten Sie sich fest. 7. Tupfen Sie sich sanft trocken. Kein Rubbeln. 8. Innerhalb von 3 Minuten tragen Sie Öl- oder Feuchtigkeitspflege auf die noch feuchte Haut auf. Die Verwandlung kommt nicht über Nacht. Nach 2 Wochen spüren Sie erste Veränderungen. Weniger Juckreiz. Weniger Spannung. Nach einem Monat hat sich Ihre Haut regeneriert. Nach 3 Monaten fragen Sie sich, warum Sie nicht früher damit angefangen haben. Ihre Haut ist Ihr größtes Organ. Sie schützt Sie vor der Welt. Nach 65 Jahren treuer Dienste hat sie Respekt verdient. Geben Sie ihr, was sie braucht. Es ist nie zu spät für Veränderung. Ihre Haut kann heilen. Sie kann sich erholen. Sie kann wieder stark werden. Aber nur, wenn Sie aufhören, sie zu zerstören, und anfangen, sie zu schützen. Teilen Sie dieses Video mit jedem, der es hören muss. Schreiben Sie in die Kommentare, welcher Fehler Sie am meisten überrascht hat. Vergessen Sie nicht, Senior Gesund TV zu abonnieren. Jeden Tag teilen wir lebensverändernde Gesundheitstipps speziell für Menschen über 65. Bleiben Sie stark. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns im nächsten Video.